In der Hansestadt Hamburg, da gab es massive Proteste gegen einen Wahlkampfauftritt des AfD-Co-Vorsitzenden Tino Kruppalla. Daran beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 3.300 Menschen. Der Veranstaltungsort, der war weiträumig abgesperrt. Als einige Demonstranten versuchten, die Absperrungen zu durchbrechen, kam es zu Zusammenstößen mit den Einsatzkräften. Die Beamten setzten Pfefferspray, Schlagstöcke und einen Wasserwerfer ein. Mehrere Menschen wurden dabei leicht verletzt und 2 Personen wurden festgenommen. Die Aufklärung für die Hintergründe sind noch immer am Laufen. Und wir wollen nach Hamburg schauen an diesem Montagmorgen zu Gerrit Schröder. Guten Morgen, Gerrit, du warst mit dabei und man kann sagen, wieder ist es Hamburg gewesen. Auch bei der Veranstaltung von AfD-Co-Chefin Weidel hat es ja auch schon Zusammenstöße gegeben. Wie ist deine Bilanz? Ja, der Protest in Hamburg, der ist ja bekanntermaßen immer sehr lautstark bei solchen Vorfällen. Es gab ja den Vorfall bereits, als Alice Weidel hier in Hamburg war, wo es auch großen Proteststurm gab. Gestern gab es also 3 Demonstrationen gegen diese Kundgebung bzw. das Zusammentreffen hier mit der AfD. Es gab große Demonstrationszüge. Es gab 3.000 Menschen, die hier auch versucht haben, AfD-Anhänger davon abzuhalten, zu dieser Veranstaltung hier am Gymnasium in der Halle zu kommen. Das ist bedingt sogar gelungen, da einige eben nicht vordringen konnten zur Halle. Es gab ein riesiges Verkehrschaos auch hier um die Halle herum und die Polizei hatte große Mühe, die große Anzahl von Gegendemonstranten hier in Schach zu halten. Es waren große Gitter aufgebaut, die Masse hat gedrückt und an der vorderen Front hatten sich eben auch vermummte Linksautonome versammelt, die dann auch gegen die Polizeikräfte sehr stark gedrückt haben. Es wurden Gegenstände geworfen, es wurde gepöbelt und die Polizei hat dann auch sehr restriktiv reagiert. Es wurde also zunächst vorgewarnt, dass man gegen die Würfe, gegen die Polizisten vorgehen werde. Es wurde Pfefferspray eingesetzt und dann auch der Wasserwerfer wurde eingesetzt. Insgesamt wurden 6 Polizisten gestern Nachmittag hier bei diesem Gerangel verletzt, aber es wurden nur 2 Personen in Gewahrsam genommen von der Gegenseite aus dem Kreis der Autonomen. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass dieses Bild, was jetzt sich abzeichnet dort, dass also auch Gewalt angewendet wird in dem sonst friedlichen Protest, das spielt natürlich auch wieder der AfD in die Karten. Die AfD hatte bereits auf der Veranstaltung kundgetan, dass sie das, was draußen passiert, als undemokratisch bezeichnet, da man das Zusammentreffen der Partei im Endeffekt hier verhindern wollte. Das ist nicht gelungen. Tino Kruppalla bekam großen Applaus hier auf der Veranstaltung und draußen hat die Kundgebung sich dann, als die Veranstaltung gestartet war, dann langsam aufgelöst. Und nun bleibt abzuwarten, wie es weitergeht, denn es wird weitere Zusammentreffen geben und immer wieder wird es auch Proteststürme geben und die Polizei hat viele Aufgaben noch, das alles zu verhindern, beziehungsweise auch die Parteien auseinanderzuhalten. Man muss aber auch sagen, der Großteil der Demonstranten, der war gestern friedlich. Aber es haben eben Linksautonome aus dem extremistischen Zentrum sich dort natürlich an die Front des Demonstrationszuges gestellt und dann für diese Bilder und auch für den Einsatz des Wasserwerfers gesorgt. Gerrit, danke für diese aktuellen Informationen aus Hamburg.